Woke up to the sun is kissing my face. Spinning in circles with boundless grace. Der Kongo, ein endloser Strom aus Wasser und Zeit. Über 4000 Kilometer zieht er sich durch das Herz Afrikas. Mit seinen mehr als 200 Metern Tiefe birgt er nicht nur Geheimnisse, sondern ist der tiefste Fluss der Erde. Es ist Tag 4 und wir hatten über Nacht an einem kleinen Örtchen festgemacht und fahren jetzt um 5:30 zum Sonnenaufgang wieder los. Silkes Kopfkissen hat irgendwo leichten Luftverlust. 3-mal heute Nacht nachpusten, damit man nicht mit dem Kopf auf dem Metall schläft. Ich hab's gefunden. Da blubbert das. Wir haben links überholt und sind auf Kollisionskurs gegangen. Original kein Wind. Und wenn es nicht regnet, ist es ganz schön heiß. Das Metall, diese Plattformen, die heizen sich auf den Backofen und darauf leben wir halt. Der Kongo ist jetzt nur noch ein schmaler Kanal mit der Demokratischen Republik Kongo links und der Republik Kongo rechts. Man sieht zu beiden Seiten das Ufer. Das war heute Morgen noch anders. Da war er 13 Kilometer breit. Und hier sind plötzlich Berge und kein Regenwald mehr. Ganz andere Landschaft. Und es gibt auch Kühe. Wir werden gerade von einem Seelenverkäufer überholt. She walk in the room like she on the scene. Boss wine make the rhythm lean. Brown skin with the melanin gleam. One move and I'm Hier in lost. Partyhausen gelandet. Oh, hier ist ein ganz kleines Dorf, von dem wir angelegt haben. Und da ist Party mit Strom. Mit meiner verhassten westafrikanischen Dingel-Dangel-Musik. Now your love be the melody. Say you my sweet remedy. You dey cool down my jealousy. Don't need nobody else, baby. It's only you, truly only you, baby. She said she no one designer, only vibes and shisha and banana. Give me that wine like she from Ghana. Call me papi like I'm from Havana. Tag 5 startet kalt, windig und diesig. Got me feeling fever. I go praise you, baby, like preacher. Sehr stürmisch heute, Rush love, she moves slow-mo. Shy your ink up with it. weil wir unser Zelt auf der Metallplattform nicht richtig abspannen können. Stützen wir jetzt von innen, damit nichts bricht oder reißt. Shy your ink up with a vibe on low. Me and you. TikTok on the beach. Wir legen an diesem Örtchen mit 10 Häusern. Hier wird Mais ausgeladen und der wird dann mit solchen Holzbooten auf die andere Seite ins große Kongo gefahren. Wir werden immer wieder nach der Toilette gefragt. Es gibt eigentlich keine so richtige an Bord. Deswegen haben wir das hier. Eine aufgeschnittene Flasche für im Zelt und nachts. Und dann wandert das alles in den Kongo. So, das ist der Weg zu dem Klo, was wir für große Geschäfte nutzen. Und das hier ist die Dusche. Moment. Da braucht man 2 Hände, um die Tür wegzukippen. Da klebt sogar noch ein bisschen Schaum vom letzten Duschen. Und das hier ist das Örtchen. Da sind sie, unsere 2 Motorräder. Natürlich haben wir die mitgenommen. Und die parken direkt vorm Einkaufsladen, den es hier auf dem Schiff gibt. Hier wird gerade ausgeladen. Und da sind wir wieder. Eine Woche Kreuzfahrt. Morgen kommen wir an. Letzter Abend heute, Captain's Dinner. Nicht wirklich. Nicht wirklich. Tops und Flops. Top war eigentlich alles. Super. Flop, die Mücken.
Es Ja. ist katastrophal, dass mitten auf dem Kongo so viele Mücken sind und uns bei jedem Schritt überfallen. Dass Und pieksen. Man kann nichts machen. Das draußen sitzen geht echt nur hier oben auf dem Holzstapel und nur bei Wind. Das ist Guten Morgen an Tag 6. Heute kommen wir leider an. Aber wir haben auch ein paar Sachen zu flicken. Ja, die Reparatur von meinem Kopfkissen war nicht erfolgreich. Und der Jan hat heute Nacht, auf meiner Motorradjacke geschlafen. Warum? Weil die Isomatte undicht geworden ist und der Jan sonst auf dem Metall geschlafen hätte. Ja, ein letzter Morgen auf dem Kongo. Hier haben wir gehaust. Das war unser Verschlag mit der UNHCR-Plane, die am 3. Tag schon zerrissen ist. Der Bangui-Brazzaville-Express läuft in Brazzaville ein. Silke quält sie das letzte Mal in ihre Stiefel. Tut mir leid, das sind meine liebsten Stiefel gewesen. Tag 8. Ja, und wenn alles klappt, dann liegen in Brazzaville ein paar neue und ein Kettensatz für Kalle. Und die 2 tierischen Mitreisenden haben es tatsächlich bis Brazzaville geschafft. Nur ein Kumpel musste in den Topf. Wir legen an. Bin gespannt, wie wir die Mopeds da rauskriegen. Wir haben nochmal umgeparkt und liegen jetzt hier im Päckchen mit einem anderen Schiff. Müssen wir mal schauen. Ich glaube, das ist anspruchsvoller, hier die Mopeds rauszukriegen. Da hinten stehen die Motorräder. Das ist unser Schiff. Da müssen wir über dieses Schiff drüber. Über dieses Schiff. Und dann diesen steilen Abhang hoch. War entspannt. Das Ausladen gerade, Ja, völlig koordiniert. Das war wie Afrika eben. ich Geht fand's, erheblich schlimmer. ich fand's In anderen gar nicht wie Afrika. Nee, es war einfach super. Ich fand's auch sehr entspannt. Haben uns alle viel Zeug erzählt, aber das sind wahrscheinlich alles Europäer.